kleine Julia aus Biebertal ist tot. Es gibt keinen Zweifel mehr, es war ihre Leiche, die gestern im Wald gefunden wurde, 50 Kilometer entfernt von ihrem Heimatort. Eine DNA-Analyse hat das bestätigt. Jetzt richtet sich natürlich alle Aufmerksamkeit auf den Täter. Für einige Stunden hatte die Polizei heute bereits seinen Mann festgenommen. Doch der Verdacht gegen ihn hat sich nicht bestätigt. Ein gestern festgenommener Verdächtiger, der in Rottheim-Bieber und Niddertal Verbindungen hatte, wurde inzwischen wieder freigelassen. Der Mann konnte uns dennoch ein Alibi präsentieren. Er hatte nämlich auf dem Nachhauseweg an der Tankstelle getankt, eine Packung Zigaretten geholt und noch einen Schokoriegel. Und genau diesen Beleg haben wir gefunden und das war seiner. Wenn einer unschuldig ist und er quasi durch ein Alibi ausgeschlossen wird, verringert sich ja damit auch der Kreis der Verdächtigen. Wir alle hoffen, dass es der Polizei möglichst schnell gelingt, einen Täter zu überführen. Denn das könnte letztlich der einzige Trost für Julias Eltern sein. Die Ermittler haben jetzt wieder keine heiße Spur von Julias Mörder. Bevölkerung und Medien werden ungeduldig. Michael Fendesack, der Leiter der Sonderkommission Julia, kennt seit Wochen keinen geregelten Dienst mehr. Eine Flut von Anrufen und Hinweisen aus der Bevölkerung gehen hier täglich ein, müssen überprüft und ausgewertet werden. Ermittlungen fast immer bis in die Nacht, eine heiße Spur aber fehlt nach wie vor. Es sind so viele verschiedene Mitteilungen gekommen, die alle abgearbeitet werden mussten. Und man kann eben von Anfang an nicht sagen, das ist gut oder da ist nichts dran. Und da hatten wir wirklich mit dem vorhandenen Personal alle Hände voll zu tun, das abzuarbeiten an Hinweisen. Am 13. Juli 2001 bitten die Ermittler in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY um Hinweise. 4 Tage später meldet sich ein Amateurdetektiv bei der Polizei. Mitte Juli, da hat sich jemand bei der Polizeistation in Friedberg gemeldet, hat mitgeteilt, er wäre Privatermittler aus Köln. Eines Morgens kam er hier auf die Dienststelle. Ich habe dann kurz mit dem Herrn gesprochen, habe ihn gefragt, wo er das raufgefunden hat und was es ist. Und da hat er mir ein oder möglicherweise auch 2 Plastikbeutel übergeben. Da war eine kleine Wasserpistole drin und Latexhandschuhe und ein blauer Stofffetzen. Eine Straßenkreuzung keine 500 Meter von dem Ort entfernt, an dem Julias Leiche verbrannt wurde. Hier hatte der Hobbydetektiv einige Tage nach der Tat die Wasserpistole gefunden. Die Ermittler hatten sie wohl übersehen. Hat der Täter sie in der Hand gehabt und weggeworfen? Das LKA ermittelt. Da wir ja wussten, dass diese recht auffällige Wasserpistole dabei war, hatten wir schon die Hoffnung, dass das irgendwelche relevanten Gegenstände sind. Und insofern ja, außer der Wasserpistole die anderen Gegenstände definitiv nicht von dem Mädchen stammen konnten, hatten wir natürlich die Hoffnung, dass an diesen Gegenständen auch Täterspuren vorhanden sind. Eingewickelt ist die Wasserpistole in einen alten Putzlappen. Es war dann so, dass ein auffälliges Faserspurenbild sich gerade auch an diesem Wischlappen ergeben hat. Und zwar hatten wir da zahlreiche Teppichfasern gefunden und haben dann gesagt, okay, also dieser Wischlappen ist irgendwo im Zusammenhang mit Teppichböden mal verwendet worden, hat da Kontakt gehabt. Dieser lila Stofflappen, der Sinn oder die Verwendung hat sich uns auf den ersten Moment nicht erschlossen, weil es war etwas unförmig. Es sah eher aus wie der Rest, den man beim Schneidern irgendwo abschneidet, den man dann vielleicht als Wischlappen im Keller verwendet. Wir hatten Spuren dran gesichert, die war eben auch zum Abgleich geeignet, aber ohne entsprechendes Vergleichsmaterial war dann eben auch nichts weiter mit dem Lappen anzufangen. Aber es war natürlich klar, wenn man jetzt einen Tatverdächtigen ermittelt, wären auch in seinem Haushalt entsprechende lila Stoffstücke von Interesse, die man dann zum Vergleich heranziehen könnte. Doch einen Verdächtigen hat die Polizei nicht. Die gefundenen Spuren können nicht abgeglichen werden. Sie sind erst einmal wenig hilfreich.
Wir müssen aus der Masse an Spurenträgern, die sichergestellt werden, im Umkreis dieses Leichenfundortes diejenigen rauswählen, die vielleicht interessant sind. Da gab es unter anderem eine grüne Spielpistole, von der Zeugen wohl schon sagten, das könnten die Spielpistolen von der Julia sein. Diese Wasserpistole wurde der Mutter vorgelegt von der Julia. Die konnte sie nicht identifizieren, aber sehr wohl konnten das die Spielkameraden. Die haben gesagt, das ist genau die Wasserpistole. Das haben wir natürlich dann halt auch vorrangig untersucht und haben versucht, auch das DNA-Merkmal zu bestimmen. Das ging nicht sehr gut. Die damalige Technologie war noch nicht so optimal, wie sie heute ist. Aber wir haben zumindest Hinweise auf die Julia erhalten. Neben dieser Spielzeugpistole lag auch ein Latexhandschuh, ein Einweghandschuh. Und der war für uns natürlich brennend interessant. Wir haben gesagt, okay, wenn jemand schon versucht, Gegenstände wegzuschmeißen oder aus dem Fahrzeug zu schmeißen, und das sind Gegenstände unter anderem von der Julia, dann ist dieser Handschuh auf jeden Fall für uns hochinteressant, weil er natürlich Täterspuren enthalten kann. Das haben wir auch gemacht, haben auch ein DNA-Profil erstellt und hatten dann als allererstes schon mal eine DNA-Spur, wo wir Personen hätten mit vergleichen können. Der Abgleich mit der DNA-Analysedatei verlief negativ, aber in dem Jahr, wo die Julia verschwunden ist, war die DNA-Analysedatei noch im Aufbau. Das heißt, da waren noch sehr, sehr wenige Personen drin. Wir hatten jetzt als allererstes schon mal ein DNA-Profil, mit dem wir Personen zweifelsfrei identifizieren können. Am 17. Juli 2001 wurde eine Tüte mit Beweismitteln gefunden, mit Julias Wasserpistole, Latexhandschuhen mit DNA, blauen Stofffetzen und einer Zigarettenschachtel. Diese Beweismittel wurden am Straßenrand gefunden. Das bedeutet, jemand hat es offensichtlich sorglos aus dem Auto geworfen. Warum geben sich Täter nicht mehr Mühe, Beweismittel zu verstecken? Warum liegen häufig die Wohnorte der Täter und die Tatorte so dicht beieinander? Es gibt dafür in der Psychologie bislang nur eine wesentliche Erklärung. Es ist das häufige, aber nicht immer vorkommende Fehlen von Angst. Wissen die nicht, dass sie eventuell 15 Jahre ins Gefängnis kommen? Doch sie wissen es, aber sie spüren es nicht. Es fehlt die Angst vor Strafe, sie machen sich wenig Gedanken über Beweismittel und dies wird genannt als Carefree Non-Planfulness, also eine Art von sorgloser Planlosigkeit, die manchmal logisch kaum zu begründen ist. Wir sind dann irgendwann dazu gekommen und haben die Soko verstärkt, personell, auch durch Unterstützung aus dem Innenministerium. Da wurde dann schlicht und ergreifend gefragt, wie viele Leute brauchen Sie? Machen Sie eine Aufstellung und morgen sind die da. Und die waren am nächsten Tag da. Es waren insgesamt 18 Polizeibeamte, die wir angefordert hatten. Und damit konnten wir dann noch offene Spuren angehen, unter anderem auch die Lichtbilder von den Radarüberwachungen im Landkreis Friedberg und Richtung Hanau, was angegrenzt hat. Das waren etliche Fotos, die in einem Schuhkarton gesteckt haben und auf ihre Auswertung gewartet haben. Da kamen 2 Kollegen, die sollten den Auftrag bekommen, guckt euch die Bilder an, wertet's aus. Wir suchen keine Familie mit 2 Kindern im Auto, sondern möglichst einen Mann alleine im mittleren Alter und dass es in den Zeitkorridor auch irgendwo reinpasst. Da kann ich mich noch ziemlich gut daran erinnern, dass halt in dem Raum am Boden einige Pappkartons standen, die halt bis oben hin mit Unterlagen gefüllt waren. Und dann habe ich mir schon gedacht, naja, das wird ziemlich viel Arbeit werden für uns. Ich habe, als ich den Kollegen diesen Auftrag gegeben habe, wahllos in die Kiste gegriffen und habe gesagt, auf die Frage, was sollen wir denn machen, die Bilder über den Daumen laufen lassen und gesagt, hier, guck mal, einfach mal, hier ist ein Fahrer alleine und der hat das Kennzeichen GI-TV. TV heißt Tatverdächtiger, im Scherz gemeint. Mit dem fangt an. So viel ich mich daran erinnern kann, war das ein Radarbild von einem VW Passat mit einer männlichen Person, der halt in der Nacht, wo der Brand in
in der Nähe von Ilbenstadt war, in der Wetterau, dort an der Radaranlage geblitzt wurde. Der ist um 23:10 Uhr aus Fahrtrichtung Keichen in Fahrtrichtung Heldenbergen in die Radarfalle reingefahren. Der ist 59 km/h gefahren, also das war auch, glaube ich, gerade so an der Toleranzgrenze. Ich glaube, wenn er 5 Kilometer langsamer gefahren wäre, hätten wir es erstmal nicht erfahren. Ist der unscheinbare Mann auf dem Blitzerfoto Julias Mörder? Das war unsere erste Spur und die galt es abzuarbeiten. Wir haben eine Halterfeststellung durchgeführt, haben dann die Halteradresse herausgefunden. Das war in Kleinlinden. Sind wir an der Adresse von einer Frau empfangen worden. Die hat uns mitgeteilt, dass die Familie V seit März überhaupt nicht mehr an der Adresse wohnt, sondern umgezogen sei und die neue Adresse sei in Biebertal, in Rottheim. Das ist ja das Nachbarhaus von dem vermissten Mädchen gewesen. Und als sie zurückkamen, waren beide fast überzeugt davon, wir haben den richtigen Mann hier an der Angel. Tatsächlich wohnte er in Biebertal in der Dammstraße, direkt neben dem Spielplatz. Und da ist den beiden natürlich heiß und kalt geworden. Ich habe während der Soko gesagt, man muss den Zufall neu definieren. Es gibt nämlich wirklich Zufälle, aber das ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass einer an dem Ort, wo der Leichnam verbrannt wurde, um die gleiche Zeit in eine Radarkontrolle fährt und in Biebertal wohnt, da wo das Kind verschwunden ist. Der einzige Zufall, der hier eine Rolle spielt, ist, dass er zufällig zu schnell gefahren ist. Analysiert man schwere Gewaltstraftaten und insbesondere bei Sexual- und Serienmördern stellt man häufig Folgendes fest. Wenn man auf einer Karte einen Punkt markiert, wo der Täter wohnt, einen Punkt markiert, wo ein Täter seine Freizeit verbringt, vielleicht ein Verein, vielleicht eine Bar, in die er geht, und noch einen Punkt markiert, wo er arbeitet. Und diese 3 Punkte wie ein Dreieck verbindet. Where they live, where they work and where they play. Stellt man fest, dass Straftaten häufig innerhalb dieses Dreiecks stattfinden. Sie finden in der Komfortzone statt, sie finden an Orten statt, die Täter kennen. Die Verwaltung der Universitätsklinik Gießen. Hier arbeitet der Mann von dem Blitzerfoto in der Finanzbuchhaltung. Sein Name Thorsten V. Wir sind dorthin gefahren und haben uns über den Vorgesetzten den V aus dem Büro holen lassen, in ein gesondertes Büro. Und als er dann kam, es war ja im Sommer, er leicht bekleidet mit einem T-Shirt und wir uns vorgestellt haben als Mitglieder der Soko Julia und wollten ihn bezüglich des Radarfotos befragen. Da ist mir was passiert, was mir vorher und auch später nie mehr passiert ist. Da habe ich gesehen, dass einer einen Schweißausbruch kriegen kann, der war unbeschreiblich. Der hat auch nicht lange angehalten, wenige Sekunden nur sind ihm auf der Stirn und an den Schläfen die Schweißperlen nur so runtergelaufen, dass es auf das T-Shirt getropft hat. Diese Reaktion von dem V hat aber nur ganz wenige Sekunden angehalten. Er hat sich dann wieder sofort im Griff gehabt und hat dann im weiteren Verlauf ganz normal unsere Fragen beantwortet. Dass er halt in der Nacht mit dem Auto da gefahren sei. Und er hat ja mehrere Örtlichkeiten angegeben, wo er angeblich gewesen sein soll. Tankstelle und Geldautomat und was er alles angegeben hat. Das musste alles erstmal überprüft werden. Aber das klang schon plausibel. Da gab es jetzt erstmal keinen Grund daran zu zweifeln. Und man hat sich dann darauf geeinigt, dass er das Auto zur Verfügung stellt und dann das vom LKA oder vom Erkennungsdienst auf Spuren untersucht wird. Und da hat er auch ganz normal zugestimmt. Man hat Leichenspürhunde in sein Auto rein riechen lassen und die haben aber nicht angeschlagen. Die Kollegen sagten, das Auto war fast
klinisch sauber. Es hat frisch gerochen nach Zitrone. Und auf diesen Geruch angesprochen, sagte er, das kommt von der Lautsprecherbox, die da eingebaut ist. Die hätte er jetzt neu gekauft. Das führte dann noch zu der lustigen Begebenheit, dass die Kollegen zu dem Laden gefahren sind, wo die Box in einer riesengroßen Schütte dann auch noch weiterhin zur Verfügung stand und haben da dann geschnuppert, was dann zum Erstaunen der anderen Kunden geführt hat. Aber die Box war es natürlich nicht. Er hatte sein Auto professionell reinigen lassen. Ja, deshalb war auch da nichts zu finden. Woran erkennt man, dass ein Alibi gelogen ist? Das kommt darauf an, ob das Alibi vorbereitet wurde oder eben nicht vorbereitet wurde. Wenn es vorbereitet wurde, ist es im Schnitt länger. Es sind viele Details drin. Jemand hat sich eine Geschichte überlegt, die möglichst glaubhaft sein soll, mit ganz vielen Details, nach denen man gar nicht gefragt hat. Wenn die Antwort improvisiert ist, passiert häufig Folgendes. Verdächtige wiederholen die Frage, um Zeit zu gewinnen. Wo waren Sie gestern Abend? Wo ich gestern Abend war, das Wiederholen der Frage bringt Zeit. Als Thorsten V. gefragt wurde, wie es sein kann, dass er in der Nähe des Ortes geblitzt wurde, wo die Leiche entsorgt wurde, ist er ins Schwitzen gekommen. Er hat Zeit gewonnen, er hat Zeit gebraucht, hat sich dann nach einer Weile gefangen und gesagt, er hat nur sein Auto ein bisschen eingefahren. Das war offenbar die beste Erklärung, die er sich in der Kürze der Zeit ausdenken konnte. Thorsten V. ist für die Soko Julia im Polizeipräsidium Gießen nun die heißeste Spur. Über 70 Beamte sind inzwischen an den Ermittlungen beteiligt. Jetzt operative Maßnahmen, sprich Durchsuchung durchzuführen, wäre schwierig gewesen in dem kleinen Ort. Denn in dem Fall, dass er unschuldig ist, ist er trotzdem quasi abgestempelt. Die Polizei war da, nach dem Motto, wo Rauch ist auch Feuer, da wird schon was dran sein. Der Ruf wäre wahrscheinlich ruiniert. Deshalb haben wir gedacht, wir müssen noch ein bisschen abwarten, bis wir diesen Verdacht erhärten können. Und die Zusammenarbeit mit dem LKA wurde dann innerhalb kürzester Zeit alle zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel überwacht. Es waren mehrere Handys, der Telefonapparat an seiner Arbeitsstelle, der Festanschluss in Rottheim. Und haben dann festgestellt, dass der vor der Tat über eine Servicenummer fast täglich mehrmals Börsenkurse abgefragt hat. Ich fand das schon auffallend, dass das einer jede Stunde macht. Und auffallend war, dass das nach dem Verschwinden von Julia mehr oder weniger abrupt geendet hat. Also da wurde so gut wie gar nicht mehr die Börsenkurse abgefragt. Das Alibi, was er für den Verschwindetag vorgebracht hat, das musste ja noch überprüft werden. Das klang erstmal plausibel, weil seine Ehefrau ja auch bestätigt hat, ich war um 17:45 Uhr zu Hause und wenn die Julia um 17:30 Uhr noch gesehen wurde, dann sagt sich jeder, in einer Viertelstunde bringt ja keiner mal eben ein Kind um. Das hat sich aber anders dargestellt, als wir die Ermittlungen auf ihn, auf seinen Tagesablauf erstreckt haben. Da kam nämlich raus, dass er an diesem Mittag schon um 12 Uhr Feierabend gemacht hat und den Nachmittag biertrinkenderweise mit seinem Bekannten verbracht hat. Ein Nachbar hat ihn gesehen, dass er beim Einparken allergrößte Schwierigkeiten hatte. Er stand also schön unter Alkohol. Ich denke, seine Frau hat mit ihm telefoniert und hat wahrscheinlich nicht allzu viel Lust gehabt, mit ihrem alkoholisierten Ehemann jetzt schon zusammenzukommen. Hat es vorgezogen, noch ein bisschen länger bei ihren Eltern zu bleiben. Das ist meine Vermutung. Also stimmen die Zeiten nicht. Das Ganze konnten wir dadurch verifizieren, dass wir eben die Telefonverbindungsdaten angefordert haben. Und dann konnten wir eben sehen, die Telefonate sind zu ganz anderen Zeiten geführt worden. Und er war alleine und er hatte also schon Gelegenheit, da irgendwas zu tun, ohne dass seine Frau ihn dabei überrascht. Damit war das Alibi für den 29.06. geplatzt. Und dann erinnern sich die Ermittler an eine TV-Sendung vom 30.06. Zu sehen ist Thorsten V. am Tag nach Julias Verschwinden. Eine Fernsehreporterin befragt Nachbarn rund um den Spielplatz. Ja. Moment, wir sind Achso. Scherwitzen. Mitten beim Kern.
Wie gesagt, die Polizei hat ja ganz viele Spuren und Hinweise und der Mörder ist immer noch auf freiem Fuß. Was haben Sie für ein Gefühl dabei? Ja, kein gutes. Ich habe auch eine kleine Tochter. Die ist zwar jetzt erst 5 Monate alt, aber trotzdem schon irgendwo, macht einem das schon nachdenklich. Ne? Macht schon Angst irgendwo. Vielen Dank. Schönen Tag. Wir haben uns schon sehr gewundert, ja, wie cool man, sag ich mal, so ein Interview geben kann in der Presse mit dem Wissen, dass da möglicherweise ein Leichnam im eigenen Keller liegt. Ja. Freitags war das Mädchen vermisst gemeldet worden oder verschwunden und der Arzt hat, glaube ich, einen Tag darauf eben das Interview gegeben. Ja. Das haben wir alle gesehen. Natürlich wundert man sich da, ja, aber so ist es halt. Beim Lügenerkennen gibt es ein interessantes Phänomen. Lügner zeigen manchmal einen Gesichtsausdruck, eine sogenannte Micro-Expression für einen ganz kurzen Moment, der nicht ganz zu dem passt, was sie eigentlich gerade sagen wollten. Häufig passiert das am Ende eines Statements, in dem Moment, wo der Druck abfällt, in dem Moment, wo sie sich nicht mehr ganz so beobachtet fühlen. Ein Effekt, den man auch von Politikern und prominenten Lügen der Geschichte kennt. Sie treten vor die Kameras, sind konzentriert, machen eine Presseerklärung und in dem Moment, in dem sie sich wegdrehen, fällt das Gesicht ein wie eine Maske und man erkennt für einen Moment lang, was sie wirklich denken. Und auch bei Thorsten V. gibt es einen interessanten Widerspruch zwischen dem Gesicht, was er im Interview zeigt. Das Gesicht eines scheinbar besorgten Vaters. Während des Interviews ist er hochkonzentriert, fokussiert, kontrolliert seine Mimik und wirkt so, wie er wirken will. Aber in der Sekunde, als er glaubt, die Kamera läuft nicht mehr, und auch in den Sekunden davor sieht man ein ganz anderes Gesicht. Das ist das Gesicht von Freude. Manchmal spricht man auch von Duping Delight, der Freude zu täuschen. Denn ja, hier sehen wir einen Täter, der in diesem Moment wortwörtlich eine Leiche in seinem Keller hat und sich offenbar freut, damit davonzukommen. Wer ist Thorsten V.? Was steckt hinter seinem Lächeln? Verbirgt es ein Geheimnis? Es war eigentlich ein unauffälliger Zeitgenosse, der an der Uni gearbeitet hat, ich glaube in der Buchhaltung, und der auch noch nicht so lange verheiratet war. Er hatte ein kleines Kind. Er war völlig unauffällig. Er hat sich aber auch des Öfteren mal abgesetzt. Da hat er zu seiner Frau gesagt, ich gehe in die Gesangsstunde nach Kleinlinden. Da ist er aber schon monatelang nicht mehr aufgetaucht. Also gehe ich mal davon aus, er hat die Ausrede öfter schon benutzt. Thorsten V. hat sich stets bemüht, sich unauffällig zu verhalten. Er hat die Fragebögen der Polizei beantwortet, ohne dabei besonders verdächtig zu sein. Weder zu lange Antworten noch zu kurze Antworten. Er hat die Straße gekehrt, hat ein bisschen mitgekriegt, wie der Stand der Ermittlungen ist, sich aber auch nicht zu sehr dafür interessiert. Das heißt, er hat sich bewusst bemüht, unauffällig auf andere zu wirken. Was sagt das über ihn aus? Zumindest ein Mindestgrad an Intelligenz oder konkreter an kognitiver Empathie. Kognitive Empathie bedeutet zu wissen, was ein anderer Mensch denkt oder fühlt und sich dementsprechend zu verhalten. Beispielsweise in Bewerbungsgesprächen verhalten sich viele Personen so, wie sie glauben, wie ihr Gegenüber es sehen möchte. Und ungefähr so ist es in diesem Fall. Er hat sich so verhalten, wie er glaubt, wie die Öffentlichkeit es sehen will. Die Ermittler aber glauben, Thorsten V. zu durchschauen. Sie sind sich sicher, dass er für den Tod der 8-jährigen Julia vor mehr als 5 Wochen verantwortlich ist. Sein Haus soll durchsucht werden. Wir hatten Durchsuchungsbeschlüsse beantragt, die lagen da. Dann kam aber eine Unwägbarkeit für uns als Polizei dazwischen. Er hat sich krank gemeldet, er ist an diesem Tag nicht zur Arbeit gegangen. Und es war eigentlich geplant, dass man ihn auf der Arbeit aufsucht, anspricht und dann mit ihm in das Wohnhaus fährt. Aber dann kommt alles anders. Im Laufe des Vormittags, späten Vormittags, gab es dann eine Mitteilung von der Einsatzzentrale, dass es in Biebertal zu einer Verpuffung gekommen sei. In der Nähe des Spielplatzes, wo Julia zuletzt gesehen wurde, gab es eine Explosion. Ein 33-jähriger Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Hat er Julia umgebracht?
Etwa 30 Meter liegen zwischen dem Spielplatz, auf dem Julia am 29. Juni verschwand, und dem Haus des neuen Tatverdächtigen. Ist der 33-jährige Mieter der Mörder von Julia? Hier im Keller des Hauses gab es am Montagnachmittag eine Benzinverpuffung, also eine Explosion. Die Ursache ist noch unklar. Möglich ist, dass der Verdächtige den Brand selbst verursachte. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Er ringt zur Stunde in einem Kölner Spezialklinikum um sein Leben. Nachbarn haben geholfen, als er brennend aus dem Haus lief. Es war nicht schön anzusehen. Also ich fand jetzt für mich persönlich, das war das Schlimmste, was ich bis jetzt gesehen habe. Er hat nur halt eben als gesagt, bitte helft mir doch, ich möchte nicht sterben. Der Herr V. war erheblich verbrannt, musste dann ins Krankenhaus gebracht werden, in der Spezialklinik. Wenn man sich mit Benzin eben nicht so gut auskennt, weiß man nicht, dass die Dämpfe sich sehr schnell verbreiten und dass eigentlich die Dämpfe das Gefährliche sind. Und in diesem Haus war eine Gasheizungsanlage und dieses ewige Flämmchen, was da am Brennen ist, hat wohl dann dieses Benzin-Luft-Gemisch zur Entzündung gebracht. Es war eben im Haus unseres Verdächtigen. Das war für uns natürlich die willkommene Gelegenheit, in das Haus reinzugehen. Wo es brennt, kommt die Feuerwehr und die Polizei. Der Bürger kann ja nicht unterscheiden, kommt jetzt die Polizei, die die Brandursachen ermitteln, oder kommt das K11, was das Tötungsdelikt untersuchen will. Als wir an das Haus reingekommen sind, da konnten wir unser eigenes Dienstfahrzeug überhaupt nicht abstellen, weil alles voller Medienvertreter war. Also wir mussten dann erstmal die Straße freiräumen. Das hatte aber dann zur Folge, dass im Prinzip auf allen Balkonen in der Nachbarschaft oder Terrassen Medienvertreter standen mit Kamera oder dergleichen und haben uns von Anfang bis Ende beobachtet, was wir gemacht haben. Der erste Gedanke war, nicht schon wieder ein Zufall, es gibt keinen Zufall. Und da war ich ziemlich sicher, dass wir jetzt den Sack zubinden können. Und natürlich rein praktisch die Erwägung, jetzt wird eine Durchsuchung gemacht und dann gucken wir mal, ob da irgendwelche Beweismittel noch aufzufinden sind, ob die Anwesenheit der Julia im Haus nachzuweisen ist und so weiter. Ich meine, in dem Moment, wo wir jetzt die Möglichkeit hatten, die Wohnung und den Keller zu durchsuchen, da hat man sich ja schon gedacht, man wird hier mit Sicherheit irgendwas finden. Alle waren ja eigentlich davon überzeugt, das ist der Täter. Gewisse Euphorie gab es dann schon. Also ich glaube, hier sind wir richtig. Eine Vernehmung des Tatverdächtigen ist aber zunächst unmöglich. Ich habe dann 2 Kollegen gebeten, sofort in das Krankenhaus zu fahren, nach Köln-Meerheim, wo er eingeliefert wurde, und zu gucken, ist der ansprechbar oder nicht. Das war nur ein Versuch. Er war natürlich nicht ansprechbar. Da war natürlich auch die Enttäuschung ein bisschen groß, dass er jetzt in der nächsten Zeit nicht zu befragen sein wird.